Ich habe heute mein Gehalt bekommen. Oh, wie viel verdienen Sie? Mein Bruttogehalt ist 3.000 Euro. Und Ihr Nettogehalt? Ich bekomme 1.950 Euro netto. Das ist ein großer Unterschied. Ja, die Steuern sind sehr hoch. Ich verstehe das auch nicht gut. Der Arbeitgeber erklärt es mir. Das ist sehr hilfreich. Ja, ich lerne viel. Gut für Sie. Ich habe ein neues Jobangebot. Wie viel ist das Gehalt? 2.500 Euro brutto pro Monat. Und was bekommen Sie netto? Ungefähr 18.700 Euro. Das ist okay für den Anfang. Ja, die Stelle ist gut. Was macht der Arbeitgeber? Er verkauft Computer. Interessant. Nehmen Sie den Job? Ja, ich denke schon. Viel Erfolg. Entschuldigung, was bedeutet brutto? Brutto ist das Gehalt vor Steuern. Und netto? Netto ist das Geld, das Sie bekommen. Also nach den Abzügen? Genau. Die Steuern werden abgezogen. Und auch die Sozialversicherung? Ja, das auch. Wie viel Prozent ungefähr? Etwa 30 bis 40%. Das ist sehr viel. Ja, aber die Leistungen sind gut. Was ist eine Gehaltsabrechnung? Das ist ein Dokument vom Arbeitgeber. Was steht darin? Das Bruttogehalt und die Abzüge. Und das Nettogehalt auch? Ja, alles steht darin. Bekomme ich das jeden Monat? Ja, jeden Monat. Wie lese ich das Dokument? Schauen Sie oben auf das Brutto? Und das Netto unten? Genau. Das ist Ihr echtes Gehalt. Mein Gehalt ist 2.000 Euro brutto. Mein Gehalt ist 2.800 Euro brutto. Das ist mehr als meins. Aber die Steuern sind auch mehr. Wie viel bekommen Sie netto? Ungefähr 1.850 Euro. Ich bekomme 1.400 Euro netto. Der Unterschied ist klein. Ja, wegen der Steuern. Das Steuersystem ist kompliziert. Ich stimme zu. Wir lernen es zusammen. Was ist Sozialversicherung? Das ist Geld für Krankenversicherung. Zahle ich das selbst? Nein, der Arbeitgeber zahlt auch. Wie viel zahle ich? Ungefähr die Hälfte. Und wofür ist das Geld? Für Arzt, Rente und Arbeitslosigkeit. Das ist wichtig. Ja, sehr wichtig in Deutschland. Ich bin froh darüber. Das Sozialsystem ist gut hier. Ich muss Einkommensteuer zahlen. Was ist das genau? Das ist eine Steuer auf mein Gehalt. Wie viel zahlen Sie? Das hängt vom Gehalt ab. Mehr Gehalt? Mehr Steuern? Ja, genau so. Das nennt man progressiv. Richtig, ein gutes Wort. Wer erklärt mir meine Steuern? Ein Steuerberater kann helfen. Danke für die Information. Ist Ihr Gehalt monatlich oder jährlich? Monatlich. 2.200 Euro brutto. Wie viel ist das im Jahr? 26.000 für 100 Euro brutto im Jahr. Das ist das Jahresgehalt. Ja, genau. Kennen Sie das Wort? Jetzt schon. Jahresgehalt. Sehr gut. Und netto? Ungefähr 17.000 Euro netto? Das ist eine gute Schätzung. Ich rechne gern. Das ist nützlich hier. Ich bekomme diesen Monat einen Bonus. Oh, wie viel? 500 Euro extra. Ist das brutto oder netto? Auch brutto leider. Also weniger netto. Ja, ungefähr 330 Euro netto. Wofür ist der Bonus? Gute Arbeit im letzten Quartal. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich freue mich sehr. Das verdienen Sie. Was ist der Mindestlohn in Deutschland? Das ändert sich manchmal. Wie viel ist es ungefähr? Etwa 12 Euro pro Stunde. Und wie viele Stunden pro Woche? Normalerweise 40 Stunden. Das ist ungefähr 2.000 Euro brutto. Ja, das stimmt. Und netto? Etwa 1.400 Euro netto. Reicht das zum Leben? Es ist nicht viel, aber möglich. Ich arbeite Teilzeit. Wie viele Stunden pro Woche? 20 Stunden pro Woche. Und Ihr Gehalt? 1.100 Euro brutto pro Monat. Das ist die Hälfte von Vollzeit. Ja, genau. Bekommen Sie auch Urlaub? Ja, 15 Tage im Jahr. Weniger als Vollzeit. Stimmt. Aber ich habe mehr Zeit. Das ist auch wichtig. Ich war diese Woche krank. Oh, geht es Ihnen besser? Ja, danke. Bekomme ich Gehalt? Ja, Krankengeldzahlung gibt es. Wie lange bekomme ich das? Bis zu 6 Wochen vom Arbeitgeber. Und danach? Dann zahlt die Krankenkasse. Das ist eine Erleichterung. Ja, Deutschland hat gute Regeln. Ich bin froh, hier zu arbeiten. Das kann ich verstehen. Kennen Sie das Weihnachtsgeld? Nein, was ist das? Das ist extra Geld im Dezember. Wie viel ist das? Oft ein halbes Monatsgehalt.
Das ist schön. Ja, viele Firmen zahlen das. Ist das brutto oder netto? Brutto, wie das normale Gehalt. Also kommen Steuern davon ab? Ja, leider. Trotzdem eine nette Überraschung. Wann bekomme ich mein Gehalt? Normalerweise am Ende des Monats. Welcher Tag genau? Der letzte Werktag. Und auf mein Bankkonto? Ja, direkt auf das Konto. Ich brauche also ein Konto. Ja, das ist wichtig. Welche Bank empfehlen Sie? Das hängt von Ihnen ab. Ich schaue mir mehrere an. Gute Idee. Vergleichen Sie die Gebühren. Was ist eine Steuerklasse? Wie viele gibt es? Das ist eine Kategorie für Steuern. Es gibt 6 Steuerklassen. Welche habe ich? Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Dann haben Sie Steuerklasse 1. Und Verheiratete? Oft Klasse 3 oder 4. Ei. Das ist kompliziert. Ein Steuerberater kann helfen. Was ist Rentenversicherung? Das ist Geld für später im Leben. Wenn ich alt bin? Ja, für die Rente. Wie viel zahle ich davon? Ungefähr 9,3% vom Brutto. Und der Arbeitgeber? Auch 9,3%. Sie teilen es. Das ist fair. Ja, das System ist gut. Wann bekomme ich die Rente? Mit etwa 67 Jahren. Ich zahle Krankenversicherung. Wie viel zahlen Sie pro Monat? Ungefähr 200 Euro. Ist das viel? Es ist etwa 14% vom Brutto. Der Arbeitgeber zahlt auch? Ja, die Hälfte zahlt er. Also ungefähr 7% von mir. Genau. Gut gerechnet. Was beinhaltet die Versicherung? Arztbesuche und Krankenhäuser. Das ist sehr wichtig. Wie berechne ich mein Nettogehalt? Nehmen Sie das Bruttogehalt. Dann ziehe ich Steuern ab? Ja, und die Sozialabgaben. Was sind Sozialabgaben? Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Und Arbeitslosenversicherung? Ja, das auch. Alles zusammen. Ungefähr wie viel Prozent total? Etwa 35 bis 42%. Das ist fast die Hälfte. Leider ja. Aber Leistungen sind da. Ich möchte mehr Gehalt. Sprechen Sie mit dem Chef? Ja, nächste Woche. Wie viel mehr möchten Sie? 200 Euro brutto mehr. Das sind ungefähr 130 Euro netto mehr. Ja, wegen der Steuern. Haben Sie gute Argumente? Ja, ich arbeite sehr gut. Das ist das wichtigste Argument. Danke, das hilft mir. Viel Erfolg beim Gespräch. Was ist Arbeitslosenversicherung? Das ist Geld, wenn Sie keine Arbeit haben. Wie viel bekomme ich dann? Ungefähr 60% Ihres Nettogehalts. Wie lange? Das hängt ab, wie lange Sie gearbeitet haben. Zum Beispiel? Ein Jahr Arbeit gibt 6 Monate Geld. Das ist gut zu wissen. Ja, für den Notfall. Zahle ich dafür jeden Monat? Ja, ungefähr 1,3% vom Brutto. Ich habe diese Woche Überstunden gemacht. Wie viele Stunden extra? 5 Stunden extra. Bekommen Sie mehr Geld dafür? Ja, 25% mehr pro Stunde. Ja, das ist gut. Aber auch mehr Steuern natürlich. Immer die Steuern. Ja, brutto klingt besser als netto. Das ist überall so. Stimmt. Ich arbeite trotzdem gern. Das ist die richtige Einstellung. Meine Gehaltsabrechnung ist falsch. Was stimmt nicht? Ich bekomme zu wenig netto. Haben Sie die Abzüge kontrolliert? Nein, das ist schwierig. Schauen Sie auf die Steuerklasse. Ich habe Klasse 3. Ist das richtig? Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Dann sollten Sie Klasse 1 haben. Das erklärt den Fehler. Sprechen Sie mit der Personalabteilung. Was ist Pflegeversicherung? Das ist für alte oder kranke Menschen. Also wenn man Pflege braucht? Ja, zu Hause oder im Pflegeheim. Wie viel zahle ich dafür? Ungefähr 1,5% vom Brutto. Und der Arbeitgeber? Er zahlt auch die Hälfte. Also nur 0,75% von mir? Ja, ungefähr. Außer Sie haben keine Kinder. Ohne Kinder zahle ich mehr? Ja, einen kleinen Aufschlag. Wann ist das Geld auf meinem Konto? Normalerweise am letzten Werktag. Manchmal ist es einen Tag später. Ja, das hängt von der Bank ab. Meine Bank ist langsam. Wechseln Sie vielleicht die Bank. Welche Bank ist schnell? Eine Online-Bank ist oft schneller. Kostet das mehr? Nein, oft ist es kostenlos. Das klingt gut. Ja, schauen Sie sich das mal an. Die Firma bietet mir 3.500 Euro. Brutto oder netto? Brutto natürlich. Wie viel ist das netto? Ungefähr 2.200 Euro. Das ist ein gutes Gehalt. Ja, ich bin zufrieden. Und die Arbeit, ist sie interessant? Ja, sehr interessant. Dann nehmen Sie den Job. Ja, ich glaube schon.
Herzlichen Glückwunsch im Voraus. Was ist Kirchensteuer? Das ist eine Steuer für Kirchenmitglieder. Muss ich das zahlen? Nur wenn Sie in der Kirche sind. Ich bin kein Mitglied. Dann zahlen Sie keine Kirchensteuer. Wie viel ist das für Mitglieder? Etwa 8 bis 9% der Einkommensteuer. Das ist extra auf die Steuer? Ja, obendrauf. Das wusste ich nicht. Viele wissen das nicht. Ich bin Student und arbeite nebenbei. Wie viel verdienen Sie? 520 Euro pro Monat. Das ist der Minijob-Bereich. Ja, ich zahle keine Steuern davon. Wirklich? Das ist gut. Ja, unter 520 Euro ist steuerfrei. Also brutto gleich netto? Passt. Der Arbeitgeber zahlt etwas. Das ist sehr praktisch für Studenten. Ja, ich spare das Geld für die Miete. Eine kluge Entscheidung. Machen Sie eine Steuererklärung? Ja, jedes Jahr im Mai. Warum? Man bekommt oft Geld zurück. Wie viel ungefähr? Das ist verschieden. Manchmal 500 Euro. Das ist eine schöne Überraschung. Ja. Manchmal zahlt man auch mehr, Oh nein. Wie kann das sein? wenn man zu wenig Steuer gezahlt hat. Das ist kompliziert. Ein Steuerberater hilft dabei. Ich bekomme ab nächsten Monat mehr Gehalt. Wie viel mehr brutto? 300 Euro mehr pro Monat. Und netto? Wie viel mehr? Ungefähr 190 Euro mehr netto. Die Steuern nehmen viel. Ja, aber jeder Euro hilft. Wofür nutzen Sie das extra Geld? Ich spare für einen Urlaub. Wohin möchten Sie reisen? Vielleicht nach Spanien. Schön. Das verdienen Sie. Ich möchte selbstständig werden. Das ist eine große Entscheidung. Zahle ich dann mehr Steuern? Sie zahlen alle Sozialabgaben selbst. Auch die Hälfte des Arbeitgebers? Ja, alles zusammen. Das ist viel mehr als angestellt. Ja, aber Sie verdienen vielleicht mehr. Das ist das Risiko. Genau. Brutto und Netto unterscheiden sich mehr. Ich muss gut planen. Ein Steuerberater ist dann wichtig. Ich habe meinen Arbeitsvertrag bekommen. Was steht über das Gehalt darin? 2600 Euro brutto pro Monat. Steht auch das Nettogehalt darin? Nein, nur brutto. Das ist normal in Deutschland. Warum steht netto nicht darin? Das Nettogehalt ändert sich manchmal. Wegen der Steuerklasse? Ja, und anderen Faktoren. Ich verstehe es langsam. Das kommt mit der Zeit. Was ist der Solidaritätszuschlag? Das ist eine extra Steuer. Wofür ist das? Früher für Ostdeutschland. Zahlt das jeder? Nein, nur bei hohem Einkommen. Ab wann? Ab ungefähr 62.000 Euro im Jahr. Das ist viel. Die meisten zahlen nichts. Ja, die meisten sind befreit. Das ist gut für normale Arbeitnehmer. Ja, eine gute Änderung seit 2021. Kennen Sie einen Gehaltsrechner? Was ist das? Eine Webseite, die Brutto in Netto umrechnet. Das wäre sehr hilfreich. Ja, man gibt das Brutto ein? Und dann sieht man das Netto? Genau. Auch alle Abzüge. Welche Webseite empfehlen Sie? Es gibt viele gute. Suchen Sie online. Mit welchen Wörtern? Brutto-Netto-Rechner Deutschland. Ich probiere das heute noch aus. Ich habe 2 Jobs. Wie funktioniert das mit den Steuern? Der erste Job hat Steuerklasse 1. Und der zweite? Steuerklasse 6. Das ist die höchste Steuerklasse. Ja, ich zahle viel Steuer beim zweiten Job. Warum machen Sie das dann? Das Gesamtgehalt ist mehr. Das stimmt. Am Ende des Jahres? Dann bekomme ich vielleicht etwas zurück. Durch die Steuererklärung? Mein Jahresgespräch ist nächste Woche. Das ist wichtig für das Gehalt. Ja, ich möchte mehr verdienen. Wie viel mehr möchten Sie? 5% mehr brutto. Das sind ungefähr 150 Euro mehr. Ja, und netto ungefähr 100 Euro. Haben Sie gute Leistungen gezeigt? Ja, meine Projekte waren erfolgreich. Das ist Ihr bestes Argument. Danke, das gibt mir Sicherheit. Viel Erfolg. Sie schaffen das. Ich fange nächste Woche an zu arbeiten. Herzlichen Glückwunsch. Was brauchen Sie? Ich habe Fragen zum Gehalt. Was möchten Sie wissen? Was kommt von meinem Brutto ab? Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Wie viel bleibt übrig? Ungefähr 60 bis 65%. Also von 2000 Euro bleiben 1 und 300? Ungefähr, ja. Es hängt von Ihrer Steuerklasse ab. Ich lerne das noch. Das ist normal am Anfang. Mein Freund verdient dasselbe wie ich. Aber er bekommt mehr netto? Ja, wie ist das möglich? Hat er eine andere Steuerklasse? Er ist verheiratet, ich nicht. Das ist der Unterschied. Verheiratete zahlen weniger Steuern? Ja, oft mit Steuerklasse 3. Das ist nicht fair. Das System soll Familien helfen. Ich verstehe es, aber es ist seltsam. Das finden viele. Wo frage ich bei Gehaltsproblemen? Bei der Personalabteilung. Was macht die Personalabteilung? Sie kümmert sich um Gehalt und Verträge.
Und bei Steuerfragen? Ein Steuerberater ist besser dafür. Was kostet ein Steuerberater? Etwa 100 bis 300 Euro pro Jahr. Aber man bekommt mehr zurück? Oft ja. Es lohnt sich. Das klingt sinnvoll. Ja, ich empfehle es sehr. Meine Kollegin bekommt bald ein Baby. Ja. Bekommt sie während der Elternzeit Geld? Ja, das heißt Elterngeld. Wie viel bekommt sie? Etwa 65% ihres Nettogehalts. Das ist weniger als normal. Ja, aber sie bleibt zu Hause. Wie lange kann sie zu Hause bleiben? Bis zu 3 Jahre. Das ist gut für die Familie. Ja, Deutschland unterstützt Familien. Das ist beeindruckend. Wie funktioniert die Rente in Deutschland? Man sammelt Rentenpunkte. Was sind Rentenpunkte? Für jeden Arbeitsjahr gibt es Punkte. Mehr Gehalt? Mehr Punkte? Ja, genau so. Und am Ende bekomme ich Geld? Ja, jeden Monat Rente. Wie viel ist ein Punkt wert? Ungefähr 37 Euro pro Punkt im Monat. Also 40 Punkte sind 1.480 Euro? Ungefähr richtig. Gut gerechnet. Ich bin noch in der Probezeit. Verdienen Sie dasselbe? Ja, das Gehalt ist gleich. Brutto und Netto auch? Ja, keine Änderung. Wie lange dauert die Probezeit? 3 bis 6 Monate. Und dann? Dann bin ich fest angestellt. Haben Sie dann mehr Rechte? Ja, der Kündigungsschutz ist besser. Das ist wichtig für die Sicherheit. Ich reise viel für die Arbeit. Bekommen Sie die Kosten erstattet? Ja, das heißt Spesenabrechnung. Was kann man abrechnen? Fahrt, Hotel und Essen. Ist das Nettogeld für Sie? Ja, es ist steuerfrei bis zu Grenzen. Das ist ein guter Vorteil. Ja, für Außendienstmitarbeiter. Wie rechnen Sie das ab? Mit Quittungen und einem Formular. Das klingt einfach. Ich bekomme einen Firmenwagen. Das ist ein schöner Vorteil. Ja, aber ich zahle Steuern dafür. Wie viel? 1% des Fahrzeugpreises pro Monat. Also bei 30.000 Euro Auto? 300 Euro extra pro Monat steuerpflichtig. Das zieht man vom Nettogehalt ab? Nein, es erhöht das steuerpflichtige Einkommen. Das ist kompliziert. Ja, aber das Auto ist praktisch. Trotzdem ein guter Vorteil. Was ist das 13. Monatsgehalt? Das ist ein extra Monatsgehalt. Wann bekommt man das? Oft im Dezember oder Juni. Ist das brutto oder netto? Brutto, wie das normale Gehalt. Also kommen Steuern davon ab. Ja, leider. Aber es ist schön. Haben alle Arbeitnehmer das? Nein, es hängt vom Vertrag ab. Ich schaue in meinen Vertrag. Gute Idee. Es lohnt sich zu prüfen. Was ist ein Steuerfreibetrag? Das ist Einkommen ohne Steuern. Wie viel ist das im Jahr? Der Grundfreibetrag ist etwa 11.000 Euro. Also zahle ich auf die ersten 11.000 keine Steuern? Genau. Erst danach beginnen die Steuern. Das ist gut für kleine Einkommen. Ja, niemand mit sehr kleinem Gehalt zahlt Steuern. Das ist gerecht. Ja, das System schützt Geringverdiener. Aha. Wie? Ich lerne jeden Tag mehr. Langsam, aber sicher. Ich habe letzten Monat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ändert sich meine Steuerklasse. Von welcher zu welcher? Von Klasse 1 zu Klasse 3 oder 4. Was ist besser für Sie? Mein Mann verdient mehr. Dann ist Klasse 3 für ihn besser. Und ich nehme Klasse 5? Das ist eine Möglichkeit. Klasse 4 ist fairer. Ich spreche mit der Personalabteilung. Gute Idee. Tun Sie das bald. Ich verstehe meine Gehaltsabrechnung nicht. Was verwirrt Sie? Es gibt viele Abkürzungen. Zum Beispiel? Was bedeutet LS Das ist Lohnsteuer, also Einkommensteuer. und KV Krankenversicherung, also Gesundheit. und RV? Rentenversicherung für die Rente. Jetzt verstehe ich mehr. Gut. PV ist noch Pflegeversicherung. Mein Nettogehalt ist 1.600 Euro. Reicht das in Ihrer Stadt? Die Miete kostet 800 Euro. Das ist die Hälfte Ihres Gehalts. Ja, und dann Essen und Transport. Was bleibt am Ende übrig? Vielleicht 200 bis 300 Euro. Das ist wenig zum Sparen. Ja, ich brauche mehr Gehalt. Sprechen Sie mit Ihrem Chef. Oder ich suche einen neuen Job. Das ist auch eine Option. Ein Gehalt hat 2 Teile. Welche 2 Teile? Ein festes Grundgehalt und einen variablen Teil. Was ist der variable Teil? Das hängt von meiner Leistung ab. Also eine Art Bonus? Ja, genau. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ist das sicher genug? Das Grundgehalt ist sicher. Und der variable Teil? Das variiert, aber es motiviert mich. Das klingt interessant. Wissen Ihre Kollegen, was Sie verdienen? Nein, das ist privat in Deutschland. Ja. Ist das gut oder schlecht? Es kann unfair sein, wenn Frauen weniger verdienen. Gibt es ein Gesetz dafür? Ja, das Entgelttransparenzgesetz. Was bedeutet das? Man kann fragen, was Kollegen verdienen. Brutt oder netto? Brutto, der Vergleich ist fairer so.
Das ist ein wichtiges Recht. Ja, gleiche Arbeit, gleiches Gehalt.